Hallo liebe Häkelfreunde, heute habe ich wieder eine sehr einfache Weihnachtskugel für euch gemacht. Sie ist ganz schnell gehäkelt und sieht toll aus und ich wünsche euch viel Freude beim Nachmachen. Für diese Weihnachtskugel, die wir heute gemeinsam machen, braucht ihr so eine Acrylkugel mit 8 cm Durchmesser. Die gibt es im Bastelgeschäft oder auch bei Amazon. Ich nehme dazu doppelt so ein Glitter-Uni von Gründel und eine Häkelnadel Nummer 4. Und ich starte mit einer Anfangsschlinge und häkle locker 4 Luftmaschen. Hole einen Umschlag, drehe mir das Ganze einmal herum, sodass ich hier durch beide Maschenglieder komme in dieser ersten Luftmasche. Und da häkle ich jetzt 17 Stäbchen hinein. 17 Stäbchen, sodass wir insgesamt 18 Stäbchen haben mit dem Ersatzstäbchen. Alle in dieselbe Einstichstelle. Und wenn ihr 18 Stäbchen gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt insgesamt 18 Stäbchen gemacht und schließe mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens. Häkle 3 Luftmaschen, die zählen als ein Stäbchen, und häkle noch eine 4. Luftmasche für den Abstand und häkle ins nächste Stäbchen ein Stäbchen. Immer eine Luftmasche und ein Stäbchen in jedes Stäbchen der Vorrunde. Dazwischen immer eine Luftmasche und wir behäkeln jedes Stäbchen, und auf diese Weise erhalten wir 18 Kästchen, 18 kleine Kästchen. Und wenn ihr die gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich mache am Ende der Runde noch eine Luftmasche und schließe in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens. Und somit haben wir 18 solche Kästchen. Und jetzt häkle ich eine Kettmasche in die Lücke hinein. In die Lücke häkle wieder 4 Luftmaschen und häkle immer in die Lücke hinein ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen in die Lücke, eine Luftmasche, ein Stäbchen in die Lücke, und wir erhalten wieder 18 solche Kästchen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Auch am Ende der Reihe häkle ich eine Luftmasche und schließe in die dritte Luftmasche zur Runde. Häkle wieder eine Kettmasche in die Lücke hinein, starte wieder mit 4 Luftmaschen und häkle genau dieselbe Reihe noch einmal
immer ein Stäbchen, eine Luftmasche in jede Lücke, sodass wir wieder 18 Kästchen erhalten. Und am Ende der Runde sehen wir uns nochmal wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Auch hier häkle ich am Schluss noch eine Luftmasche und schließe wieder in die dritte Luftmasche zur Runde. Und wir haben wieder 18 solche Kästchen und die wandern immer etwas nach links. Wichtig ist immer die Kettmasche in die Lücke und dann starten wir wieder mit 4 Luftmaschen und die Reihen sind jetzt alle identisch. Das ist jetzt die 4. Reihe mit Kästchen und ich mache insgesamt 7 Kästchenreihen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe jetzt 7 solche Kästchenreihen gehäkelt. Mache noch eine kurze Anprobe. Und wenn ihr das gut bis hier heraufziehen könnt, dann passt das. Und wenn es euch zu wenig erscheint, macht ihr noch eine Reihe dazu. Und jetzt häkle ich noch eine Luftmasche, lasse ein Stück Faden dran, das brauchen wir noch, ziehe den Faden durch und ziehe ihn fest. Und jetzt werde ich diesen inneren Faden hier vernähen und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt den inneren Faden vernäht und den langen habe ich eingefädelt in die Stopfnadel. Und jetzt steche ich durch jeden Maschenkopf durch, einmal nach hinten, einmal nach vorne. Auch bei den Luftmaschen durch jeden Maschenkopf durchstechen, nach hinten und nach vorne, den Faden durchziehen, aber noch nicht zusammenziehen. Und das mache ich, bis ich rundherum gekommen bin. Und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Ich bin jetzt rundherum gekommen. Und ich mache noch einige Zentimeter weiter, also hier mache ich das sozusagen doppelt. Da bin ich schon einmal mit dem Faden durch und gehe noch ein zweites Mal durch für 5 bis 6 Zentimeter. Und dann stecke ich die Kugel hinein . Achte darauf, dass die Öse oben ist und ziehe das Ganze zusammen, bis das ganz oben bei der Öse ist. Das Ganze sieht dann so aus und dann gehe ich da noch einmal ein Stück durch . Bis das sehr gut hält . Und am Ende mache ich noch ein kleines Knötchen . Schneide den Faden ab und hier könnt ihr entweder so einen Christbaumhaken aus Metall einfädeln oder einen Faden, je nachdem, wo ihr die Kugel aufhängen wollt. Und somit ist unsere Weihnachtskugel fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr habt viel Freude mit eurem selbstgemachten Weihnachtsschmuck und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Eure Karin aus dem Ländle.